Gut. Lesen wir einen Dick Mullen Roman. Ich habe auch noch das Mann von Chelm da Buch. Das geht eventuell schneller. Beziehungsweise ich muss mich auch noch durch... Was habe ich denn noch durchgelesen? Die medizinischen Zwecke des Graus habe ich mal gelesen, um Zeit zu strecken, ne? Have you taken any and on your walks? Good. Excellent. You're doing a note of caution. Okay, das haben wir schon gelesen. Das hatte ich ja vorhin durchgeklickt, ne? Beim alternativen Spieldurchlauf. Dick Mullen Roman hatte ich noch was ich noch nicht... Der Mann von Chelm da, Rubis Tagebuch. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ah, das Lesebuch für Kinder. You hold in your... Good. It is a very... Okay, das hat eh nicht so viel. Kurze Einführung in Infomaterialismus. The face of King Freecell. This section... You all... Whoa. It seems, according to this extreme-based support map, it's quite... According... This is the SRV we're talking. That's in shape. Out of the Samaran People's Republic? They're quite on account. You flip back to the front. It takes a... Why? Obvious. As you leave the tip-top tour, this so-called... You think instead, where to even... So, all of it. Basically. Oddly, there's no way. Have you ever met under capitalism? Thus, and that at the end of the day, it's the destruction of these. Sure, it's the still arm. By the time you're... You know, or even better, just leave it be. Ah, come on. Can this article read your... A certain if I had... You flip back to the... So, gut. Haben wir gute Zeit damit, sind die meisten beim ersten Spiel. Die meisten bekommen auch den Story-Cop in den ersten 2 Stunden. Ja, weil man halt irgendwie man möchte halt irgendwie vorsichtig spielen, ne? Also das ist so richtig ausgeflippte Dialogoption. Da braucht man wahrscheinlich die richtige Persönlichkeit für. Spiegelt ja irgendwie so ein bisschen die eigene Persönlichkeit wieder, oder? Und ich glaube, meine ist total langweilig. Na gut, so, lesen wir jetzt den Dick Mullen Roman endlich mal. Der sieht doch echt dick aus. In your hand, you hold Dick Mullen and the mistaken identity. Fühlt sich berühmt, weil ich an. The story opens with a knock at the door. Detective Dick Mullen is greeted by an old friend, Charlie Spillane, who's come to Mullen to ask a favor on this dark and cold night. Das ist schön, dass es so eine absolut klischeehafte Detektivstory ist, dass sie damit beginnt, dass ein alter Freund beim Polizisten klopft, ne? Um ihm einen Gefallen zu bitten. Schön. Spillane needs Mullen to drive him in from Vespa to a small town along the Insel coast. Despite his friend's apparent agitation, Mullen does as he's asked, then returns home, where he passes out drunk, as he does most nights. Spillane bittet Mullen, ihn von der Vespa in eine kleine Stadt an der inselischen Küste zu fahren. Und trotz der Aufregung stellt er keine Fragen, sondern fährt wieder zurück nach Hause und schläft dort betrunken ein, wie in den meisten Abenden. An extremely unprofessional and hurtful stereotype that's offensive to all upstanding officers of the law. Und ein extrem unprofessionelles, verletzendes Klischee. Ja, natürlich in der dunklen, kühlen Nacht. Selbstverständlich, das brauche ich gar nicht mehr erwähnen. Ich kann das nicht beurteilen. Du liest weiter. Ich kann das nicht beurteilen. 2 days later, Mullen is arrested by the Vespa police and charged with the murder of Charlie Spillane. At his interrogation, Mullen learns that Charlie Spillane was shot in a bar in the very town Mullen dropped him off in, by a man matching Mullens description. Ah ja, 2 Tage später wurde er verhaftet, weil sein Kumpel Charlie Spillane von jemandem erschossen wurde in der Stadt, in einer Bar, der genauso aussieht wie Mullen. Desperate to clear his name, Mullen manages to convince the Vespa police to release him for 3 days, so that Mullen may solve his friend's murder and prove his innocence. Also er überzeugt die Polizei, ihn 3 Tage lang freizulassen, was ein sehr komisches Szenario ist, weil das heißt doch, man soll nicht in seine eigenen Fälle investigieren. Oder darf auch nicht. Die Polizei lässt ihren Hauptverdächtigen einen Mordfall frei, damit sie den echten Mörder finden kann. Willst du mich verarschen? What's the matter, Detective? Ich weiß nicht, wer diesen Scheiß schreibt, aber ich habe das Gefühl, dass er kein Experte für Mordermittlungen ist. The lieutenant shrugs, resigned to the idea that his profession will rarely, if ever, be accurately represented in art and literature. Ja, Kim hat damit schon abgeschlossen. Wir anscheinend noch nicht, was vielleicht doch daran liegt, dass wir uns an nichts erinnern können. Also dass das nie richtig dargestellt wird. They're not shitting you, Detective. This is what the writers think passes for police procedure. Das würde ich nicht verarschen, so stellen sich die meisten auch schon die Polizeiarbeit vor. Okay, Mullen war es also nicht. Of course, Mullen didn't do it. That's the whole premise of the book. Anyway, Mullen returns to the seaside bar where Spillane was murdered and meets a beautiful, mysterious woman named Diana Denerva. Natürlich, er fährt zurück zur Bar und trifft eine geheimnisvolle und vor allen Dingen auch wunderschöne Frau namens Diana Denerva. Nett, eine Braut. And not just any dame. She's truly one in a million. A knockout whose mind is as dangerous as her curves. But she's got a secret.
Hey, eine femme fatale mit einem Verstand, der genauso krass ist wie ihre Kurven. Mit einem dunklen Geheimnis. Wer hat das nicht? Secrets are the currency of human relations. Geheimnisse sind die Währung der menschlichen Beziehung? Dick Mullen, einfach von Verwechslung. Your secrets are unknown, even unto you. So does that make you a rich man or a beggar? Deine Geheimnisse sind dir selbst unbekannt. Bin ich dadurch reicher oder ärmer? Das ist eine gute Frage, Liebeswillen. Ich habe keine Ahnung. Wir lesen weiter. Denev reveals that she was Spelane's lover and that he was mixed up with a local amphetamine smuggling operation. As soon as Mullen begins pulling at strings, the whole conspiracy begins to unravel. Ach ja, Spillans geliebt und eine lokale Schmuggeloperation mit Amphetamin. Wie toll. Not only is the local police captain in on the amphetamine ring, so is the son of a powerful politician and a strung-out art collector named Torvald, each of whom has his own reasons for wanting Spillane dead. Also es wäre 1000 Verdächtige. Die örtliche Polizei ist korrupt, der Sohn eines mächtigen Politikers und ein Künstler namens Torvald. Na toll, erzähl mir mehr über die korrupten Polizei. Outwardly, the old police captain is a real law and order crypto-fascist, a barrel-chested man who's beaten his share of suspects to pulp. But he's also dirty and increasingly paranoid that someone's going to expose his role in the drug ring. Naja, ein Law-and-Order-Polizist, wie er im Buch steht, hat ordentlich Leute im Verhörraum zusammengeschlagen, aber wird immer paranoider, dass ihn irgendjemand aufklärt. He would certainly have the motive and the means, but the captain walks with a noticeable limp from an old war injury. Is it possible that he was able to conceal it long enough to commit the murder? Naja, wegen einer alten Kriegsverletzung Humpel allerdings. Dann ist das nicht ganz sicher, ob es möglich war, das zu verdecken. Das ist deswegen war der Sohn des Politikers. A typical privileged twat. In all likelihood, he's just in over his head. He does bear a personal grudge against Spillane, though, a former prosecutor who nearly brought down his father's administration. Ach, jetzt hat Ole Spillane war noch ehemaliger Staatsanwalt, der die Regierung seines Vaters beinahe zu Fall gebracht hat. So. The kid doesn't exactly have Dick Mullen's manly build, but he is the correct height. And while interrogating him at his home, Mullen did notice a certain overcoat that looks suspiciously like his own. Ah ja, als wir ihn befragt haben, haben wir einen Mantel gesehen, der so aussieht wie der von Mullen. Also, Mullen hat ihn interviewt. Aber ansonsten hat er nicht ganz die beeindruckende Statur. Aber damit kommt man dann vorbei. Der Kunstsammler? Torvald, the art collector, is a strung-out mess. Frankly, it's hard to imagine him holding a pistol steady enough to actually hit someone, let alone plug them 3 times in the chest, the way Spillane did. Aha, der durchgeknallte Kunstsammler sieht nicht stabil genug aus, um 3 Kugeln in die Brust von jemandem zu befördern. That said, Torvald and Spillane have a long history, and while interrogating him, Mullen discovers that Torvald was once involved with Diana Denev. Could it be that this is all over a sordid love triangle? Ach ja, der Kunstsammler war noch mit der femme fatale involviert, das ist ja schön. Und sie haben eine lange Vergangenheit. Setz mir die Geschichte vor. One evening, Diana Denev comes to Mullen's hostel room in tears. The two of them drink half a bottle of vodka, and soon they're seeking comfort in each other's arms. Natürlich trinken sie eine halbe Flasche Wodka und suchen dann Trost in den Armen des anderen. Well, that testimony won't be admissible any longer. Diese Zeugenaussage ist nicht mehr zulässig. Will meiner bitte den Mord verlösen, wenn er mit Zeugen schläft. Sehr schön, hau reinmalen. The man's a prosecutor's nightmare. Solving a murder counts for nothing if all the evidence gets thrown out in court over police misconduct. Schön, wie mein hochleveliger Korpsgeist jetzt die ganze Zeit rummeckert, das ist kein Sinn. Wenn du vor allen Dingen keinen Korpsgeist hättest, würde das hier komplett anders laufen, oder? Sehr schön, hau rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit glücklich bin, aber vielleicht werden sich die Geschichte ja noch... Ah, das sehe ich nicht. Hau rein mal. As the two lovers share a post-coital cigarette, Diana Denev turns to Mullen and says, "By the way, Dick, there was something else I meant to tell you." Sie wird noch was sagen. I love you. Ich liebe dich. Und sagt das Innenleben wieder The gleich? name of the true killer. Danke, liebes Zwielicht. Whatever it is, Mullen never hears the words. A blow to the base of his skull knocks him out cold, instantly. Ah ja, was auch immer es war, aber das ist ein Schlag auf die Schädel, war es jetzt ein Augenblick aus dem Gefecht, der weiß, ob so funktioniert. Scheiße. When Mullen comes to, Denev is dead on the hostel bed next to him. To make matters worse, his clothes are covered with her blood. Ach, schön. Denev liegt tot neben ihm auf dem Hotelbett, zu einem Überfluss und seine Kleider noch mit ihrem Blut bedeckt. Toll! Mullen trashes his blood-stained clothes and flees the hostel, knowing it's only a matter of hours before the cops discover Denev's body, if they haven't been tipped off already. Ah ja, das in der Fleet im Hotel war ihnen natürlich klar, ist, dass die Bullen schon auf den Fersen sind, weil es recht wahrscheinlich ist, dass sie schon einen Tipp bekommen haben. Fleeing a crime scene,
destroying evidence. Even if Detective Mullen didn't commit the murder, he should be facing years behind bars. Ah ja, also die Jahre hinter Gitter The verbringen. heat is on. If Dick Mullen can't solve both murders before the cops catch up to him, he's going away for life. Ah, jetzt wird es noch viel spannender, aber er muss jetzt ja beide Mordfälle Can you aufklären. solve the case before the cops close in? Kannst du den Fall lösen, bevor die Bullen kommen? Oh ja, Mensch, ich hätte erst ein paar Fragen. What is it, Detective? Warum verlieren all die Dick Mullen am Leben sind ihr Leben? It's a dangerous line of work, but somebody has to do it. That's why Dick Mullen never lets anyone get too close. Ah ja, ist natürlich eine gefährliche Arbeit und Dick Mullen lässt deswegen niemand zu nah an sich What's heran. the matter? Afraid you've been hacking up your friends' bodies in the night? Hast du Angst, dass du nachts die Körper deiner Freundin Have you zerhackst? gone over everyone? Is anybody missing? Bist du alle durchgegangen? Fehlt jemand? Warum wurde Dick Mullen überhaupt Detektiv? There was never a time when he wasn't a detective. He was born a detective. Achso, er war schon immer ein Detektiv, aber wurde ich wie wir es mit mir selber? For a moment, you cease to read the story on the page and see the book for what it is. A collection of brittle, cheaply printed pages held together by glue made from the hooves of horses. Ein billiges Stück zusammengehalten von den Klebstoff, der aus Pferdehufen hergestellt wurde. From nowhere, you hear the screech of sneakers on a waxed floor, and you feel the burn of rope against your hands. Are these figments of some other life? Quietsch von Tonstein gewachsenen Boden, spürst das Brennen erst Eis in deinen Händen. Wann war ich das letzte Mal in einer Sporthalle? Das ist echt lange her, 2013 würde ich vermuten. Tja, das ist auch so ein Ort, den man irgendwie als Erwachsener, wenn du nicht gerade in irgendeinem Verein bist, auch selten betritt, ne? You won't find the answers you're looking for here. In other words, Musst du Verbrechen bekämpfen, wenn die Welt derart böse ist? is it really so evil, Detective? Ist sie wirklich so böse? Okay, vielleicht nicht, es gibt Teile davon, die es zu bekämpfen lohnt. Like what? Freunde und Familie? Das Vergnügen, Kunst zu betrachten? You don't know how you know, but you can feel this book laughing at you. Okay, Kunst ist anscheinend nicht die Sache, für die wir You kämpfen. think contemplating art is going to save you? Betrachten wir Kunst wird dich retten? Ja, das glaube ich. Ich bin schließlich der gottverdammte künstlerische Bulle. Whatever you say, art cop. The book has stopped laughing, but you can feel it grinning smugly at you. Das Buch lacht nicht mehr, aber grinst selbstgefällig. Fick dich einfach, Buch. Zeigst dem Buch den You Mittelfinger. know you look like a madman, right? Giving an inanimate object the finger like that. Wenn man Kinder hat, bekommt man eventuell noch mal einen Sportverein. Guter Punkt. Da könnte man eventuell noch als Zuschauer dabei sein, nicht wahr? Naja, gut. Wir haben also gerade einen leblosen Gegenstand den Mittelfinger gezeigt, weil wir das ein bisschen aussehen wie ein Irrer. What's the matter, Detective? Dieses Buch macht sich für meine tiefste Überzeugung Then lustig. perhaps you should stop reading it. Das ist ein guter Tipp, Kim, aber wir machen hier nicht aus Gründen. But you can't stop, can you? You've got to find out what happens. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. So, who did it, Detective? Who killed Charlie Spillane and Deanna Deneuve? Der drogenabhängige Kunstsammler, der verwirrte Politikersöhn, Dick Mullen. Die Liebe hat ihnen den Rest gegeben? Ich sag, der Could Politikersöhnchen? be. Who knows? Only one way to find out. Du liest das Buch zu You Ende. begin furiously flipping through pages. Even as you know these books follow a series of well-worn tropes, you find yourself completely engrossed. You're turning pages so fast, you don't even notice the ancient spine coming unglued. Ah ja, du bist auf einmal wie gefesselt und trotz abgedroschener literarischer Klischees liest du das Buch so schnell, dass sich der Buchrücken You ablöst. try to grab the pages as they come loose, but your fingers aren't quick enough. They're gone. Aha, ich bin nicht schnell genug. Also heißt, ich erfahre das jetzt nicht, weil ich die Seiten rausgerissen habe? Dozens of pages scatter across the ground. The last fifth or so of the book seems to have been lost. It's possible that you could gather and reassemble the pages, but it would take way too long. Das letzte Fünfte des Buchs scheint verloren zu gehen. Du könntest die Seiten aufsammeln, wieder zusammensetzen, aber es dauert viel zu lange. Blöder alter Pferdeleim. Ah, yes. The problem with mass-market paperbacks. They are not made to last. Ja, deswegen kaufe ich gerne Hardcover, aber das hast du das Problem, dass du lauter Hardcover-Bücher rumliegen hast. Ich hatte mir mal von Brandon Sanderson die Stormlight Archives, die hatte ich in so einem komischen UK irgendwas Print gekauft und das war wortwörtlich Klopapier, auf dem das gedruckt war. Die Seiten sind allein, weil ich sie angefasst habe, vollgeschwitzt worden. Also dadurch sind die feucht geworden. Und das Ding ist, ich schwitze nicht an den Händen. Ich habe beim Klettern neulich bemerkt, dass irgendwie alle anderen Leute, ich schwitze nicht auf der Handinnenfläche. Das ist saupraktisch, wenn man klettern geht. Ich habe trockene Innenhände, also ziemlich trockene. Und ich schwitze auf jeden Fall nicht da. Und schwitze halt nur auf der Seite.
Und das ist halt, wenn du beim Klettern hast du normalerweise so Schork, damit deine Hände trockener sind und du besser zugreifen kannst. Meine Pfoten schwitzen nicht. Und trotz deswegen haben die Seitenabdrücke von meinen Fingerabdrücken gekriegt, weil das bisschen Restflüssigkeit, was drauf ist, hat gereicht. Perhaps this is a sign that you should get back to solving your own murder, huh, Detective? Was? Ein Zeichen? Nein, wir lesen das hier weiter. In your hand, you hold 4/5 of Dick Mullen and the mistaken identity. Du untersuchst den The Einwand? cover features a pastiche. The tagline, needless to say. Are you really reading that, Detective? Ich muss unbedingt wissen, wer dieser Dick Mullen ist. Ich muss mir echt überfliege es. Ich muss wissen, wer dieser Dick Mullen Good ist. luck finding it. He's not much of a character, I think you'll find. Just a stand-in for the reader. Als Stellvertreter für den The Leser? point is for the reader to feel like they're solving the crime along with Dick Mullen. A crude narrative convention, but no less effective for it. Einfach zu Why? lesen? There's truly no point. You'll never know who did it, because those pages have literally been scattered to the... In your hand, Das ist voll unfair, dass man das nicht erfährt, wer der Mörder war. Das finde ich jetzt voll nicht okay, dass das verloren gegangen ist. Okay, wir machen erstmal die Gedanken. wasteland of reality. Öde Realität? Congrats, you're sober. It will take a while for your body to remember how to metabolize anything that isn't sugar from alcohol. So you're going to be pretty ravenous soon. Eat plenty. You can expect your coordination and balance to improve in a couple of weeks. In 2 months, you might start sleeping like a normal person. Full recovery will take years though. It'll be depressing. And it'll be boring. Don't expect any further rewards or hand claps. This is how normal people are all the time. Super. Mein Körper erinnert sich daran, wie man etwas anderes als Zucker aus Alkohol verstopft, welche und ich werde bald einen Bären Hunger haben. Und langweilig. Gibt keinen Applaus. Hat es irgendwelche Boni? Minus Körperrapp, minus Innenleben, minus Suggestion, plus Psyche. Rückkehr des Ichs. Keine positive Wirkung durch Alkohol. Aha. Alter, plus Psyche heißt aber auch, dass ich Innenleben und Suggestion wieder plus kriege, The oder? Elysium miracle. Was hat das jetzt wiederum? It's easy. You know the poem by heart because you were taught it at school. It is one of the Volta Dolmar mantras repeated on the voyage that lead to the discovery of the Insulindian Isola. And the words mean, nothing will be changed about the light. Colors like grey and brown, all printed on top of each other. I found a blank white spot. All the others looked up. What a beautiful day. What beautiful weather. But all I heard was the printing machine. What strange words to celebrate a new world. Das ist die Sachen, die sie immer wieder rezitieren? Ist das deswegen so effizient, weil es keinen Sinn ergibt? Es schaltet immer an alle Würfelproben frei. Das heißt, ich hätte vorher nicht das Dings leveln müssen. Du kannst jetzt noch mit Thiago in der Küche reden, glaube ich, weil du jetzt nüchtern bist. Ah, aber er war doch weg. Ja gut, aber warte mal. Das heißt jetzt, ich habe jetzt ein Psyche mehr als vorher. Das heißt, ich habe nicht wirklich die Attribute verloren, weil ich habe jetzt einfach so einen Grundwert ein mehr. Was es aber bedeutet ist... Moment, was genau hat das gemacht hier, Ölrealität? Innenleben, Körper... Also ich habe minus einen Körperapparat tatsächlich, den kriege ich nicht wieder. Aber ich habe jetzt Innenleben und Suggestion. Ist um einen runtergegangen. Innenleben und Suggestion. Aber die sind jetzt ja trotzdem höher. Weil meine Psyche höher ist, ne? Beziehungsweise hier steht Bonus aus Gedanken plus 1. Ich habe bestimmt noch andere Sachen, die Innenleben erhöhen, oder? Ja genau, das große Aufräumen macht plus 1 Innenleben. Das ist ja eigentlich voll gut, ne? Das große Aufräumen. Ansonsten habe ich... Na gut, ich habe hier noch 2 Innenleben und ein neues Leben. Also die gleichen sich genau aus. Jetzt habe ich 6 Innenleben, ohne es jemals gelevelt zu haben. Ah, wie schön. Aber der Körperapparat geht halt tatsächlich dadurch runter, ne? Das ist immerhin nicht minus 1. Bonus aus Gegenständen, naja, gut. So wird das, glaube ich, nichts mehr. Okay, ich kann jetzt mit Thiago reden, weil ich nüchtern bin? Ja, wenn Thiago wieder da ist, oder? Weil er ist doch eigentlich jetzt letztes Mal gesehen, dass er nach oben gekrabbelt ist. Machen wir das noch schnell. Wir haben übrigens noch ein Buch zu lesen. Damit sollte ich dann auch den Tag komplett rumkriegen. Ich muss es ja irgendwie bis 21 Uhr noch schaffen. Und ich habe nicht mehr allzu viele Dialoge. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, mit Thiago reden wir beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Ciao.